Hallo und herzlich willkommen zu unserem virtuellen Rundgang. Ich bin Dustin, die 6. Generation und wünsche euch viel Spaß in unserer Ausstellung. Ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite zum virtuellen Rundgang im Museum. Mein Name ist Thilo Mühle, geschäftsführender Gesellschafter der Mühle Glashütte GmbH und in der 5. Generation tätig. Hier sehen wir unser Familienwappen, was uns relativ früh verliehen worden ist. Und der Spruch bedeutet, weder durch Hoffnung noch durch Furcht. In diesen Zeiten sehr aktuell. Weiterführend sehen wir den Beginn unserer Industrie, die Messinstrumente und dazugehörig die neuere Zeit einer Armbanduhr, die dieses Thema Messinstrumente im Zifferblatt nochmal aufnimmt. Wir haben die Generationen in 5 Bäumen dargestellt und nun kommen wir zum ersten, zum Robert Mühle. Robert Mühle ist der Gründer unserer industrialisierenden Familiengeschichte in Glashütte. Er hat begonnen, was wir fortsetzen. 1869 fing er an, Messinstrumente für die Uhrenindustrie zu fertigen. Ein paar ausgewählte Exponate sehen Sie hier. Man war damals in der Lage, schon ein Tausendstel Maß zu produzieren und so die hohe Genauigkeit an die Glashütter Uhrenindustrie zu gewährleisten. Später kamen dann Tachometer hinzu. Wir fertigten unter anderem für Kraftfahrzeuge wie die Marken Horsch, Wanderer, DKW, Auto Union sowie auch für Motorräder Tachometer, Drehzahlmesser und Autouhren, welche dann mit einem 8-Tage-Werk versehen waren. Die zweite Generation mit Alfred, Max und Paul Mühle im Hintergrund, Robert sitzend und das Baby ist mein Großvater Hans Mühle. Hier sehen Sie einen weiteren Tachometer, welcher uns in der Zeit begleitet hat von 1920 bis 1945. Dies war für ein Motorrad. Hans Mühle, mein Großvater, gründete dann nach 1945 das Unternehmen neu als Hans Mühle in Glashütte. Er fertigte auch feinmechanische Geräte, Laufwerke für die Kinoindustrie, Zeitschaltuhren für Waschmaschinen und so weiter. Hier sehen Sie weitere Exponate aus dieser Zeit, welche unter der Führung von Hans Mühle produziert worden sind. Ein bedeutender Teil in unserer Historie sind die nautischen Instrumente. Mein Vater fing an, 1994 genau in diesem Bereich das Geschäft nach der Wiedervereinigung wieder zu beleben. Er fertigte unter anderem Schiffschronometer, Schiffsuhrenanlagen und ab 1996 Armbanduhren. Eine sehr gute und sehr treue Zusammenarbeit pflegen wir mit der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger. Wir entwickelten für die Fuhrmänner eine Uhr, unseren SRR-Timer, ein Icon und aus unserer aktuellen Kollektion nicht mehr wegzudenken. Wir sind auch sehr stolz auf diese Zusammenarbeit und diese Sachen zu unterstützen, die die Fuhrmänner und die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger alle freiwillig tun. Hier sehen Sie ein paar Modelle, den SRR Rescue Timer und eine weiterentwickelte Form, den SRR Chronographen. Hier sehen Sie frühe Modelle aus unserem Beginn der Produktion mit Armbanduhren, die sich seit 1996 bis zum heutigen Tage
durch unser Unternehmen zieht und mittlerweile mit 95% Umsatzanteil auch unser stärkster Einnahmepunkt ist. Wir haben dabei immer die Tugenden behalten: Ablesbarkeit als allererstes, Funktionalität, Robustheit, Wasserdichtheit, die Tugenden, die nautischen Tugenden, die wir bei uns in unseren Armbanduhren widerspiegeln. Hier sehen Sie unsere erste Armbanduhr, die wir gebaut haben. Das ist eine Taucheruhr gewesen, die wir speziell für eine Werft angefertigt haben. So starteten wir mit unseren Armbanduhren. Nun kommt ins Bild die vierte Generation, mein Vater Hans-Jürgen Mühle, der den Mut mit 52 Jahren hatte, 1994 in einer etwas doch durchwachsenen Wendezeit das Unternehmen neu zu gründen und, wie ich eingangs erwähnte, mit den nautischen Instrumenten startete und später mit Armbanduhren das Geschäftsmodell ausbaute. Wir haben unter anderem auch sehr schöne Kooperationsmöglichkeiten gehabt, zum Beispiel auf unsere traditionelle Verbindung der Tachometer kam die Firma Audi auf uns zu und wir haben zusammen einen sehr schönen Chronographen gebaut, den Horsch-Chronographen. Damit man mal eine Vorstellung hat, wie groß ein Uhrmacher-Arbeitsplatz ist, haben wir einen historischen Tisch aufgestellt, wo jeder auch die Möglichkeit hatte, sich mal auszuprobieren und die Kleinheit der Uhr, des Uhrwerkes persönlich zu sehen. Die fünfte Generation bin ich selber, Thilo Mühle, seit 2000 in dem Unternehmen und verantwortlich nun als Geschäftsführer für den gesamten Geschäftsbereich mit der Entwicklung auch unserer Robert Mühle Sonderedition, welche wir vor 10 Jahren begonnen haben. Neben der Entwicklung unserer Robert Mühle Uhrwerke, was unser erstes eigenes Uhrwerk gewesen ist, haben wir auch schon vor langer Zeit angefangen, andere Uhrwerksteile zu konstruieren und auch zu fertigen für unsere Modelle, die wir in unterschiedlichen Kalibern verbauen. Wir haben zum Beispiel eine Dreiviertelplatine, wir haben Automatikbrücken gebaut, wir bauen den Rotor bei uns selber, wir legen sehr viel Wert auf die Dekoration der Uhrwerksteile und auf die sinnvolle Nutzung der Komplikationen. Eine ist unsere Spechthalsregulierung, das ist eine patentierte Regulierung, die wir in Eigenregie entwickelt haben. Neben der Feinregulierung zeichnet sich unser Reguliersystem aus, dass es noch eine zweite Stoßsicherung hat. Man sieht es sehr schön, wie die Feder den Rückerzeiger niederhält und somit einem robusten Einsatz unserer Armbanduhren nichts im Wege steht. Diese Regulierung verbauen wir in all unseren Modellen. Hier kommen wir zu unserer aktuellen Kollektion. Diese umfasst im Moment 65 verschiedene Modelle. Wir haben verschiedene Gestaltungslinien von der Fliegeruhr über die Businessuhren bis hin zu Einsatzuhren wie unseren SRR-Timern. Und dazu kommen natürlich noch sportive Modelle, die auch durch ihre Robustheit auffallen und auch immer gern genommen werden für die sportlichen Aktivitäten. Das zeichnet unsere Modelle aus, dass sie eben für jeden Einsatzzweck auch gut geeignet sind. Dies ist jetzt die letzte Entwicklungsstufe unserer Robert Mühle Eigenkonstruktion. Diese Uhrenmodelle sind in 3 verschiedenen Varianten am Markt angeboten worden zu unserem 150-jährigen Jubiläum 2019. 25 in Platin, 25 in Massivgold und 100 Modelle in Stahl. Man sieht eine Mondphase mit einer kleinen Sekunde verbunden. Dann haben wir noch ein Kalenderdatum, eine Gangreserve
Wir sind sehr stolz auf diese Modelle und wir waren natürlich auch sehr stolz über den schnellen Absatz dieser Modelle, weil sie doch einmalig sind und durch die Limitierungen natürlich auch eine gute Nachfrage entstand. Das war nun unser virtueller Rundgang durch unsere Sonderausstellung im Uhrenmuseum in Glashütte. Es hat uns eine große Freude bereitet, zusammen mit dem Uhrenmuseum in Glashütte diese Ausstellung zu zeigen und den Menschen sichtbar zu machen, was doch die Familie hier 150 Jahre am Ort geleistet hat. Und wir sind auch sehr stolz darauf, dass wir die einzige Familienunternehmung sind, die in Glashütte noch unter 100%iger Familienkontrolle ist. Und wir werden auch möglichst viel dazu beitragen, dass das in Zukunft auch weiterhin so sein wird. In dem Falle nochmal vielen Dank an das Deutsche Uhrenmuseum für die tatkräftige Unterstützung und auch für die Offenheit für unsere Art der Ausstellung. Und ich wünsche Ihnen jetzt alles Gute, bleiben Sie gesund, bis bald.